By the way, ich habe es vorhin schon gesagt, die Waffen werden nicht günstiger. Aber dieses Wochenende ist jetzt wirklich der Härtetest. Bei dieses Wochenende ist jetzt 20% erhöhte Boss, also dieses Dungeon Boost, Boss Boost Event. 20% erhöhte Drop-Chance beim Dungeon Boss. Und da ja sowieso schon jeden Tag 5000 Ramlock-Runs gemacht werden. 20%, ja. Ich dachte 5. Nee, 20. Das 5% ist das normale Drop-Event. Ich habe es gestern verwechselt. Beziehungsweise ich war mir gestern nicht sicher. Ich habe gleich 5 oder 20 gesagt. Aber es ist tatsächlich 20. 5% Drop-Event ist wenn ein allgemeines Drop-Event. Das ist komplett nutzlos. Also das normale Drop-Event ist quasi 5% für alles. Also Bosse und Nicht-Bosse. Und das ist aber nur Boss-Event. Das ist tatsächlich 20%. Wusste ich aber auch nicht mehr, dass es wirklich 20 ist. Kam mir für Flive Universe-Verhältnisse schon fast ein bisschen zu viel vor. Aber nee, es sind tatsächlich 20. Jetzt ab 0 Uhr quasi, 0 Uhr Serverzeit. Und dieses Event müsste jetzt ja quasi der Härtetest sein für die Preise, für die Inflation. Inflation, Deflation, whatever. Weil wenn es dieses Wochenende, oder besser gesagt, nach diesem Wochenende die Preise immer noch nicht sinken von Waffen, also jetzt vielleicht nicht von Utsagas Crystal Eggs oder so, ich meine, ich würde es nicht an den teuersten Waffen messen. Ich würde es eher an den günstigen bzw. an den mittleren Waffen messen. Weil die ja sowieso schon nicht so ultra begehrt sind, dass sie 10 Milliarden Euro kosten. Also quasi so Knight-Waffen, BP-Waffen, Jester-Waffen. Alles außer Blade und RM im Endeffekt. Blade, RM und Ranger, die würde ich vielleicht außen vor lassen. Alle anderen vielleicht. Und ja, wie gesagt, 20% mehr Drop-Chance, jeder weiß es. Und abgesehen davon, ich weiß nicht, ob das Event schon mal stattgefunden hat während FEC. Vielleicht, aber das wird wahrscheinlich vor mindestens 2-3 Monaten gewesen sein. Also da waren auf jeden Fall noch nicht so viele Leute 140 bzw. 160 mit gutem Equipment wie jetzt. Das heißt, einerseits ist jetzt die Runzeit, die durchschnittliche Runzeit von Dungeons ist viel niedriger als vor ein paar Monaten. Und es können auch viel mehr Leute farmen, weil es haben eigentlich die ganze Zeit immer noch neue Leute angefangen. Auch noch 140 plus gemacht, gelevelt. Die halt vor 2 Monaten noch gar nicht gespielt haben oder noch gar keine Dungeons gefarmt haben und so. Die kommen auch noch alle dazu. Also, wie gesagt, wenn irgendwas wirklich günstiger werden sollte, also zumindest, also ausgenommen die letzten 2-3 Tage vielleicht, aber bis dahin, dann müsste es eigentlich jetzt günstiger werden, dieses Wochenende. Weil noch mehr Items wie dieses Wochenende werden wahrscheinlich nicht mehr gedroppt. In so kurzer Zeit. Und vor allem Set-Teile und so, die jetzt ja wieder gestiegen sind wegen dieser Ankündigungen. Vor allem die könnten eigentlich wieder günstiger werden, weil die sind ja gefühlt eh deutlich unseltener als die Waffen. Und existieren ja eigentlich auch schon in großer Zahl. Sie haben einfach nur die Preise wieder erhöht, die Leute. Aber wenn jetzt massenhaft Set-Teile gedroppt werden am Wochenende, dann müssten sie ja trotzdem irgendwie wieder ein bisschen sinken. Ein bisschen zumindest. A little bit. Also mal schauen. Also ab Montag theoretisch. Sonntagabend bis Montag, da müsste es dann eigentlich spätestens irgendeine Wirkung entfalten. Dieses Event. Also, oder halt keine Wirkung. Das könnte natürlich trotzdem passieren, dass es eben keine Auswirkung hat. And Yellow Banana Junior. Ey, ich habe das CS-Pad noch nie gesehen. Jetzt kann ich es mir endlich mal in-game angucken. Jetzt kann ich mir das endlich mal angucken, die Banane. Ey. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass das hier eins der coolsten CS-Pads aller Zeiten ist. Also eins der coolsten CS-Pads aller Zeiten ist einfach eine freaking Banane. Mit Gesicht und Armen. Beautiful. Level up, baby. Level up. Noch 10 Level, dann wäre ich fertig. Theo.